Die Amputation war für mich die beste Entscheidung meines Lebens und ich bin super glücklich damit. Ich habe bei 39 OPs aufgehört zu zählen, weil es einfach für mich ganz normal wie Alltag war. Mit 17 hatte ich Knochenkrebs, der zufällig entdeckt worden ist. Danach gingen erst die Probleme richtig los. Ich möchte anderen Leuten einfach helfen, ihren eigenen Weg zu finden, damit sie genauso wieder glücklich im Leben sind, wie ich das bin. Mein Name ist Steven, ich bin 42 Jahre alt, Oberschenkel amputiert, aber auf einem Bein kann man doch gut stehen. Ich muss auch ein bisschen Elektrosachen mitnehmen. Ach stimmt, für die Garage. Für die Garage. Das ist meine Frau Anja. Wir sind jetzt schon 13 Jahre verheiratet und sie hat mich komplett begleitet mit meiner ganzen Geschichte von Anfang bis zur Amputation. Sie nimmt mich auch ohne Bein und das ist kein Problem für sie gewesen. Und Hauptsache ich werde glücklich und habe keine Schmerzen mehr und den Rest kriegt man alles. Heute, wir machen gleich Pause. Komm. Ja, komm, auf, noch ein bisschen musste. Dann gibt's was zu trinken. Dann gibt's was zu trinken. Auf, komm. Ja, Machen wir jetzt gerade Pause? ja, können wir gerade. Nee. Okay. Dann stellen wir es einfach noch hin. Ja. Hier. Wir können uns angucken und wissen, wie der andere sich fühlt, was er gerade für Probleme hat oder Schmerzen und wie es ihm geht. Und dann hat man vollstes Verständnis füreinander. Das bedarf auch keiner Worte. Das ist das einzige Plätzchen, wo du ein bisschen Luft und Schatten hast. Ja. Neben der Familie ist mein Schätzelein wirklich mein goldenes Stück, sage ich so, und mein Ruhepunkt. Und die holt mich auch immer wieder mal schnell auf den Boden und der Tatsachen zurück. Und wir sprechen halt auch viel drüber. Es gibt Zeiten, da gehen halt bestimmte Sachen nicht. Und somit weiß der andere genau, okay, es geht halt jetzt einfach nicht. Ich nehme Rücksicht und irgendwann kommt auch die Normalität, die Realität dann zurück und dann ist gut. Und das passt halt ganz gut. Der Tisch scheint interessant zu sein für so. Ja. Wer weiß, was da alles schon drauf stand. Ja. Man weiß es nicht. Ich habe mir einen Internetblog erstellt, um einfach meine Geschichte zu dokumentieren, quasi wie so ein Tagebuch für mich, aber auch für andere, die es interessiert, können halt draufschauen und sich Informationen holen oder inspirieren lassen. Durch meinen Internetblog habe ich halt meine Gefühlslage offengelegt. Ich möchte halt mit der Welt teilen, wie es mir ergangen ist, was meine Probleme sind. Vielleicht hat jemand die gleichen Probleme und kann halt mich ansprechen. Es melden sich einige Leute, die betroffen sind, die Probleme haben, die kurz vor einer Amputation stehen, die einfach nur fragen, wie läuft das ab, wie geht das vonstatten, was muss man beachten, gibt es irgendwelche Probleme, wo finde ich ein bisschen Hilfe. Und dann versuche ich denen so gut wie es geht, die Fragen, die sie haben, zu beantworten und hoffe damit so eine kleine Brücke gebaut zu haben, um dem auch ein bisschen die Angst zu nehmen. Das Auto musste ich überhaupt nicht umbauen lassen. Es ist eine reine Automatik, so wie man sie bekommt. Und ja, das linke Bein wird eh nicht benutzt und mit rechts steuere ich alles. Ansonsten alles gleich geblieben. Also heute fahren wir noch zu meinem Tätowierer. Und zwar habe ich noch 2, 3 Stellen, die ich nachstechen lassen möchte. Und da werden wir mal bei ihm aufschlagen in seinem Studio.
Definitiv gucken viele komisch, wenn ich so fahre. Also LKW-Fahrer haben schon mal runtergeguckt und wenn ich dann auch stehe und steige aus, ist natürlich dann ein komisches Bild, weil so steigt nie jemand aus. Und bei allen anderen, wo ich auch mal mitgefahren bin, sitze ich auch so da und die müssen einfach nur schmunzeln. Hi Raffi. Steven, mein Lieber, guten Tag. Grüß dich. Na, Hi. Nachstich heute oder was? Ja, Nachstich. Super Ja, cool. also ich bin schon bereit. Wie ist also, es? Gut. Gut geworden, gut abgehalten? Gut, ja. Dann haben wir nur noch ein paar Kontraste reinbringen. Ein bisschen, ich werde das aus der Nähe dann sehen, was ich nachstechen muss. Ja, cool. Ja. Let's go. Ja, let's go. Goodie. Kommen Sie durch. Das Coole war, als der Steven reinkam, klar, siehst du erstmal das Gesicht und dann quasi den Menschen, der dich anlacht. Also wirklich von vornherein eine sympathische Person. Der Mann, der kommt rein und hat eine Laune. Also ich glaube, keine Ahnung, was man dem hätte abnehmen können, den holst du nicht aus dem Leben raus, so, weißt du. Und das ist ja etwas super Positives. Da habe ich schon ewig lang drauf gesessen. Durch das Plaudern und Reden und die Stunden, die man hier verbringt, geht man halt eben in die Tiefe der Themen. Und die sind nicht alle leicht. Und natürlich fragt man dann, wie kam es oder was war, ne, und so weiter und so fort. Und dann kriegt man die Geschichte dahinter zu hören. Also quasi ist es auch eine Aufarbeitung seinerseits. Ich habe ja auch letztes Mal schon zum Steven eigentlich gesagt, weißt du, es ist zwar schön, dass das Projekt beendet ist, aber ich finde es eigentlich schade. Eigentlich schade, weil ich habe ihn echt gerne tätowiert. Ja, es ist auch richtig was Tolles draus geworden. Eigentlich wollte ich nie, dass es fertig wird, aber nur ist es so Ich auch langsam dem Ende und ja. Gut, ich pack mich mal drauf. Mach das. Das, was ich links hatte im Bein, das habe ich mir rechts komplett drauf tätowieren lassen, als Biomechanik. Also die 2 Elektroleitungen, die sich durch das ganze Bein ziehen, das ist quasi ein kleines Symbol zu meiner Ausbildung. Ich habe Industrieelektroniker gelernt und wollte halt einfach 2 Strippen drin haben. Und das haben wir noch reingezaubert. Ja, dann halt die Motorsprothese, die man ja so schon ganz gut sieht. Und der Rest ist wirklich so freie Hand. Er hat mir erstmal von seiner Instagram-Seite erzählt und dem Blog, wie er quasi mein Bein und ich quasi in die Öffentlichkeit stellt und wie er damit umgeht, fand ich super. Und dann ging es halt eben um den QR-Code. Und ich habe vorher noch nie einen QR-Code selber tätowiert gesehen. Und dann haben wir erstmal den QR-Code ganz normal als Blaupause drauf gemacht. Dann haben wir das abgescannt, um sicher zu gehen, dass das alles so safe ist und auch von dem Bein abzulesen ist. Naja gut, und dann habe ich natürlich ein paar Stunden fast kaum geatmet, damit ja jede Ecke so sitzt, wie sie sitzt. Und das war ein sehr erlösendes Gefühl, als wir das tatsächlich dann ausprobiert haben und festgestellt haben, ja, man kommt direkt auf die Seite. Mein Lieber, hat mich gefreut, dich zu Mich sehen. auch. Dann sehen wir uns Bis im Herbst dahin, ja. und schönen Urlaub. Danke dir auch noch. Siekchen und dann Ja, nimm's mit. nimm's mit und dann sehen wir uns hier. Alles Mach's klar, gut. mein Lieber. Ciao, ciao. Schöne Grüße zu Hause. Mach ich. Bis dann. Tschüss. Ciao. Morgen sieht so aus, ich versuche meine Prothese anzuziehen, reinige die immer abends zuvor, dass ich das morgens nicht machen brauche und trage einfach nur noch Protektmittel drauf, um einfach die Haut und den Stumpf zu schonen und es gibt mir auch ein bisschen mehr Halt im Silikonschaft. Jetzt habe ich so die Anziehtüte, ich brauche ein bisschen die Luft rausmachen und dann schlupfe ich mit dem Stumpf einfach rein. Also ich ziehe über die Tüte, ziehe ich mir nachher mein Vakuum
um den Halt in der Prothese zu bekommen. Ja, schlüpft da mal rein. Dann zieht man halt die Tüte hier unten aus dem kleinen Öffnungsloch raus und darüber ergibt sich dann das Vakuum. Das ist die morgendliche Routine. Ja, damit muss man sich halt immer auseinandersetzen, weil anders bekommt man es nicht hin. Also in dem Sinne von meinem System her. So, jetzt sind wir drin, jetzt ist er eigentlich angezogen und dann kann man den Tag beginnen. Mit 17 hatte ich Knochenkrebs, der zufällig entdeckt worden ist, weil ich mich im Schulsport verletzt habe und darauf gab es dann ein Jahr lang Chemo. Der Tumor hat sich in die Gelenkkapsel vom Knie gesetzt und es gab eine neue Technik, dass halt dann das komplette Knie rausgenommen wird und dort ein künstliches Kniegelenk reingesetzt wird für das Knie als Ersatz. Und dann ist mit Titanstäben im Unterschenkel im Knochen befestigt worden und im Oberschenkel. Es wurde dann alles wieder zugemacht. Es sah dann auch aus wie komplett das eigene Bein, war halt nur innen drin diese Prothese. Und damit bin ich dann in die Welt losgeschickt worden. Danach gingen erst die Probleme richtig los. Das Kniegelenk hat sich oft verbogen durch verschiedene Bewegungen. Die Titanstäbe, die im Knochen waren, die haben sich gelöst, die sollten eigentlich festwachsen. Das Bein wurde kürzer, mit der Zeit wurde auch die Bewegung schlechter, man konnte schlechter Treppen runterlaufen. Am Schluss hatte ich nur noch 30% Beugung gehabt und bin damit auch sehr oft hängen geblieben und auch die Treppe runtergefallen. Daraufhin habe ich mir beim letzten Sturz die Originalkniescheibe verletzt. Die haben sie mir dann wieder geflickt mit dem Draht und wo sie das halt alles beseitigt haben, den Draht rausgezogen haben, sind halt meine eigenen Hautkeime durch die ganze Wunde gezogen worden. Der Keim war sehr widerstandsfähig. Die haben zwar schon Antibiotikastreifen reingelegt und das Kniegelenk komplett gewechselt, aber die Keime waren immer noch da. Und das hat mich dann wirklich so sehr getriggert, dass ich gesagt habe, okay, ich bin mit mir im Reinen, wenn das Bein jetzt weg ist. Weil erstens habe ich keine Schmerzen mehr, zweitens bin ich das Ganze los und die Keime sind auch weg. Ich war richtig froh, wo der Arzt das Wort Amputation mit reingenommen hat. Und ich wollte ihn auch drauf festnageln. Das war schon gleich von vornherein für mich klar, komm, mach's ab, ich will endlich Ruhe haben. Also ich bin auf der Intensiv aufgewacht und mein Vater war da, Anja war da. Und es war ein komisches Gefühl. Aber das Erste, was ich gemacht habe, ich habe die Bettdecke aufgeschlagen, ich habe runtergeguckt und das Bein war endlich weg und ich war glücklich. Ich war richtig glücklich, ich hatte Tränen in den Augen. Viele denken wirklich so, nach der Amputation, man kriegt seine Prothese dran, läuft dann los und ist dann wieder gesellschaftsfähig. Aber es ist halt nicht so der Fall. Man braucht seine lange Zeit. Die Anpassung, der Stumpf verändert sich sehr oft in der Zeit. Es war eine lange Zeit. Wir sind jetzt im 11., 12. Jahr geht es jetzt über. Seit 4 Jahren passt es richtig und so lange habe ich halt rumgemacht. Entweder hat der Schaft nicht gepasst, die Prothese ging kaputt, es musste neu eingestellt werden. Man ist öfters im Sanitätshaus, manchmal sogar in der Woche 3 bis 4 Mal. Wollen wir uns da vorne hinsetzen, der Tisch? Ja, Wetter ist ja schön, lass uns doch gerade hier einen Kaffee trinken gehen. Es gibt viele, die können mit dem ganzen Thema nicht umgehen. Viele ziehen auch ihre Kinder weg, wenn die Kinder fragen und so weiter. Und ich sage immer so, lass doch das Kind einfach fragen. Ich bin nicht böse, ich erzähle meine Geschichte gerne. Ich erzähle es auch den Kindern gerne, was das ist. Und die sehen das als Roboterbein an und finden das natürlich hochinteressant. Ja, das ist quasi, kann man sagen, meine Ausgehbein. Das ziehe ich nur manchmal an in einer bestimmten Situation. Das Schöne ist, die Prothese ist halt komplett verkleidet und man kann die abmachen und ist mit Magneten befestigt. Hallo, was hast du denn mit deinem Bein gemacht?
Warte, ich komme mal raus zu euch. Hi, ich bin der Steven und das ist quasi meine Prothese. Ja, ich war ganz dolle krank und der Onkel Doktor musste mir das wegmachen. Und da habe ich jetzt halt hier so eine schöne Prothese bekommen. Damit kann man auch wieder normal laufen. Und wenn ich jetzt normal den Fuß aufsetze und laufe, dann leite ich dadurch die Bewegung ein. Und dann funktioniert die automatisch mit, sage ich jetzt immer mal so. Ist die eigentlich genau auf den Menschen eingepasst oder? Ja, die ist jetzt direkt auf meine Größe eingepasst. Und dann kann man damit schön weiter. Ja, also wenn wir nicht im Sommer sind und Sie eine kurze Hose tragen, dann würde man Sie wahrscheinlich beim Laufen gar nicht so bemerken, oder? Das stimmt, jetzt ja. ist uns das aufgefallen, Ja, klar. aber ansonsten würde man das gar nicht merken. Obwohl es ganz tolle Technik gibt, man ist ja damit nicht vertraut, nicht wahr? Das stimmt. Das ist heutzutage noch wirklich sehr viel, dass die Leute sich nicht trauen, mich anzusprechen oder vielleicht ist er irgendwie... Angst hat auch, dass der so dann so wütend oder so darüber nicht richtig, gern ja, spricht. Das ist viel, ja, so der Faktor, dass halt wirklich denkt, der ist vielleicht verbittert oder kommt irgendein blöder Kommentar von ihm oder so, aber das ist gar nicht so der Fall. Also ich versuche eigentlich da so ein bisschen aufzuklären und freue mich, wenn mich da wirklich jemand drauf anspricht. Wir danken, dass wir Sie fragen durften. Ja? Bitte, gerne. Bitte Einen schön. schönen Tag. Euch auch, danke. Ne? Tschüss. Tschüssi. Es ist halt gut, dass er das so zeigt und rausgeht damit man halt sieht, man kann damit ganz normal leben. Also ich stehe früh auf, ziehe dann mein Beinchen an und mache ich dann fertig für die Arbeit. Ich bin in der Qualitätskontrolle. Wir haben Dentalprodukte für die Zähne. Da mache ich die Abprüfung, bevor die Ware das Lager verlässt. Das ist quasi 38,5 Stunden Woche, manchmal auch ein bisschen länger, je nachdem. Also viele denken wirklich, wenn man behindert ist oder Handicap hat, zum Beispiel bei mir, es fehlt das Bein, dass ich halt nicht mehr arbeiten gehe, dass ich halt wirklich zu Hause bin, den ganzen Tag Fernsehen gucke und nichts mache. Aber das ist halt nicht so meins. Ich will am Arbeitsleben teilnehmen und zu Hause sitze ich noch, wenn ich Rentner bin. Und ja, es funktioniert. Ich bin heute hier in dem Reha-Zentrum, habe einen Termin beim Dr. Schröter. Wir haben uns schon lange nicht gesehen. Einfach nur mal zum Stumpf gucken, wie ist mein Gangbild, wie ist die Prothese und einfach noch mal so ein kleines Feedback von ihm zu bekommen. Hallo, Herr Leister, schön, Dr. Sie wiederzusehen. Schröter. Kommen Sie rein. Gerne. Mir geht's gut soweit, ja? Ja? Ja. Und Laufen klappt. Laufen klappt super, ja? Jo, ist jetzt schon 11 Jahre her, ne, dass Sie zur Reha waren. Ja. Ich komm. Also, ich darf Sie bitten, dass Sie noch mal am Rand hier Platz nehmen von der Liege, einfach Ja. mittig. Anziehhilfe haben Sie dabei, ne? Die habe ich dabei. Ja, perfekt. Haben Sie eigentlich einen Narbenneurom irgendwo? Nervenknötchen? Klingelt das irgendwo, wenn ich drauf drücke? Also Nervschmerzen habe ich, Ja. aber es klingelt jetzt nichts. Nee, also das ist kein Druckschmerz. Nee. Ne? Ist völlig reizlos. Das ist top. Wie weit kriegen Sie es krumm? Ja, komm. Strecken Sie bitte einmal. Wirklich super. Reha von amputierten Menschen ist anspruchsvoll und dauert. Ne? Und in der Regel brauchen wir 5 bis 6 Wochen in der Rehabilitation, bis der Mensch dann auch wieder sicher laufen kann. Das ist jetzt ein Gelenk für einen Menschen, der hochaktiv ist. Ne? Damit kann man Fahrrad fahren, das haben sie damals schon probiert. Gelände gehen, schiefe Ebenen gehen. Aber auch das muss man lernen, ne? Wie gehe ich eine Treppe runter? Wir haben glücklicherweise in den letzten Jahren ja einen Trend, der es auch erlaubt und auch eine Akzeptanz zeigt, sich mit einem Kunstglied, mit einer Prothese zu zeigen. Ne? Und während das früher wurde es ja versteckt, man hat das wunderbar versucht zu umschiffen. Und wenn ich jetzt mal hier so eine Prothese sehe, ne, so sah früher eine Prothese aus, da hat man noch mit Schaumstoff nachgeformt und heutzutage trägt man die Prothese komplett nackig.
Na, jo. Jetzt habe ich mal eine Frage. Und zwar, ich habe jetzt eine Anfrage von einer Patientin bekommen, die einen Infekt im Knie hatte und die überlegt sich jetzt gerade, ob sie sich ihr Bein nicht oberhalb vom Knie abnehmen lässt. Wären Sie bereit, einfach mal als Ansprechpartner zu fungieren? Wenn ich da helfen kann, dann bin ich da sehr gerne dabei. Ich glaube, Sie würden dieser Frau unglaublich helfen. Das würde mich sehr freuen, der Frau einfach mal so ein bisschen aus meinem Leben zu erzählen. Ja. Und vielleicht hilft dir das ja bei ihrer Entscheidung und wäre ich sehr gerne bereit. Na, dann würde ich, wenn Sie einverstanden sind, einfach Ihre Handynummer weiterleiten und Ja. dann würde die mit Ihnen nochmal Kontakt aufnehmen. Machen wir das. Ganz vielen Dank. Jo, ziehen Sie das Bein wieder an. So, und ja, So, also vielen Dank. Top-Ergebnis, besser geht nicht, muss man wirklich sagen. Dankeschön. Und ich finde das total nett, dass Sie sich bereit erklären, für die Patientin dann nochmal als Ansprechpartnerin zu fungieren. Sehr gerne, sehr gerne. Das würde Also, mich freuen. Wir bleiben in Und Kontakt. Wir bleiben in Kontakt. Ne? Ich melde mich bei Ihnen. Vielen Dank. Und wenn was ist, jederzeit. Ne? Alles klar. Dankeschön. Gerne, ne? Tschüss. Tschüss. Meine Prothese bedeutet mir Freiheit, Beweglichkeit, Spaß und einfach wieder im normalen Leben ankommen. Ich bin heute im Spaßquadrat, um einfach den Leuten zu zeigen, dass Trampolinhüpfen mit einer Beinprothese funktioniert. Das Stresslevel ist sehr hoch. Ja, ich weiß nicht, was passiert, was kommt, wie es funktioniert. Ich habe zu Hause immer so für mich geübt auf meinem kleinen Trampolin. Das hier ist schon ein bisschen größer und ich kriege auch ein bisschen Gänsehaut. Aber ich denke mal, das wird schon gut gehen. Das Gleichgewicht ist wirklich tricky. Die Frage ist nur, wie hält man die an? Ja. Aber es kostet sehr viel Kraft. Das merke ich. Zum Glück habe ich gelernt, wie man fällt, weil das ist in so einer Situation sehr wichtig, dass man sich selbst nicht wehtut und auch mit der Prothese sich nicht wehtut. Hi, ich bin der Steven. Ich habe euch gerade mal heute mitgenommen ins Spaßquadrat. Ich wollte euch einfach heute mal zeigen, wie man mit Prothese hüpft und dass es funktioniert und dass es auch lustig sein kann und dass man auch keine Scheu haben muss, einfach mal Sachen auszuprobieren. Sehr wichtig, solche Sachen zu zeigen, was überhaupt alles geht mit der Prothese, weil viele denken wirklich nur, okay, Prothese anziehen, bisschen laufen, dann wieder zu Hause auf die Couch setzen, Bein hoch. Aber das ist es nicht. Man will ja wirklich aktiv im Leben teilnehmen und man kann auch mit der Prothese aktiv im Leben teilnehmen. Man muss sich überwinden. Ich stelle gerade bei YouTube meinen nächsten Film rein. Hi, hier ist der Steven. Ich bin heute im Spaßquadrat. Ich pack's einfach rein in meinen Blog, zeig's jedem, wie mein Leben ist und dass ich glücklich bin. Es ist zwar eine andere Lebensart und es geht halt vieles nicht mehr, aber auch das ist richtig lebenswert und es macht auch richtig Spaß. Heute treffen wir eine junge Frau, die Susi. Sie steht vor einer schwierigen Entscheidung. Sie möchte sich amputieren lassen und ich stehe mal mit Rat und Tat zur Seite und ich bin mal gespannt, was für ein Mensch sie ist und
Ah, hier. Hallo. Pass auf, Wurzel. Ich bin der Steven. Ich bin die Susi, hallo. Hi, grüß dich. Na? Wie wär's? Wollen wir uns vielleicht Ja, gerne. mal hinsetzen und ein bisschen quatschen, weil ich denke mal, du hast einige Fragen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich dich jetzt anschaue, Ja. Ist ungewöhnlich. ist ungewöhnlich, Ja. aber so das Laufen und so, ich will auch, ja. Bitte. Glaube ich. Du Das möchtest ist weg was- von den Was Stöcken. von den Stöcken, von den Schmerzen Okay. und einfach mehr Lebensqualität Ja, ja. erhalten dadurch. Und wäre halt schön, sich halt richtig schön austauschen zu Geht können. das oder brauchst Ja, klar. du irgendwie? Ja, geht. Geht? Ja. Okay. Also ich habe früher sehr viel Sport gemacht, Hochleistungssport, also ein bisschen Extremsport halt auch. Und habe mir hier und da mal das Bein verknickst, Bänder abgerissen. Irgendwann da war der Meniskus kaputt. Dann war halt kein Knorpel mehr da, den man ja auch braucht. Ja. Das ist schon einiges. Schmerzen dauernd. Und dann habe Okay. ich irgendwann dann eine Teilprothese reinbekommen, die aber nicht von langer Dauer da drin war. Nach vielen, vielen Operationen, also 25 insgesamt waren es jetzt, die alle sehr schmerzhaft waren und langwierig. Auch der Heilungsprozess, viel Reha, dann Schmerztherapie und Schmerzklinik, viele Aufenthalte. Ich habe einfach keinen Bock mehr. Also es Das quasi Lebensqualität ist nicht gegeben in dem Falle. Okay, Die ja. ist dir genommen. Du bist immer angewiesen. Kannst du mich mal abholen? Ich muss zum Arzt. Ich muss zur Krankengymnastik. Ich muss zur Lymphdrainage. Ich möchte gerne mal einkaufen gehen. Klar, das Alltägliche, das fällt halt alles flach und es bremst einen nur noch aus. Ja. Wahrscheinlich höre ich das schon raus, so vor der Ich möchte das Amputation gerne oder du machen. möchtest, Ja. Definitiv möchte ich das gerne machen. Wird einiges wieder gehen und man hat auch wieder einen Lebensmut und auch wieder eine Aufgabe, einfach voranzukommen und weiterzugehen, weil stehen bleiben ist eigentlich so, Das bin kann ich jeder. ich. Ja, Das bin ich genau. ich. Was da war, das möchte ich gerne hinter mir lassen und halt, wie gesagt, neu anfangen. Das Ja. wäre so mein Ziel. Wenn du das für dich im Kopf schon so verankert hast und du möchtest unbedingt und hast den Willen dazu und dann steht dem, denke ich mal, nichts im Weg. Also Hauptsache, du bist mit dir im Reinen. Ja. Es spiegelt halt meinen Zustand auch wieder, das dicke Knie, die Schmerzen, die mangelnde Lebensqualität, ein Frust, den man mittlerweile aufbaut und einfach nur, man ist nutzlos. Das halbe Leben jetzt mit einer Prothese ist, denke ich mal, nicht so schlimm wie nochmal das halbe Leben mit Schmerzen und das Bein einfach hinter sich herzuziehen oder die Last mit sich zu führen. Ja, also ich bin sehr dankbar darüber, dass ich ihn kennenlernen durfte und man sich austauschen kann. Und ich meine, man versteht sich. Ja? Er weiß, wie es ist vorher und er weiß aber auch, wie es nachher ist. Und ich finde es toll, den Leuten das mitzuteilen, die den Wunsch äußern, sich das Bein amputieren zu lassen. Ich stehe erst Hat mal kurz mich auch auf. sehr gefreut. Ja. Und melde dich. Ja, mach Du hast ich. meinen Blog. Ja, Da ist meine Nummer drauf und schreib mir einfach mal, wie dein Verlauf ist, wie es dir werde geht. ich machen, auf jeden Und Fall. wenn du Fragen hast, schieß raus. Ja, mach's gut, ciao. Die ganze Portion oder die Hälfte? Ich würde sagen die Hälfte. Nur nicht in Finger schneiden. Gibt doch gute Handprothesen. Dunkler, schwarzer Humor, aber das ist so unser Humor halt. Das Schwarz soll es nicht werden. Ich sollte noch das Essen erkennen können. Willst du übernehmen? Ich bin wirklich mit mir im Reinen. Ich habe wirklich mit der ganzen Sache für mich abgeschlossen. Ich habe ein gutes Lebenslevel erreicht und bin dadurch auch glücklicher.